Das wohl härteste Wacken-Festival aller Zeiten. Mit den härtesten Bands, den härtesten Fans und den wohl härtesten und kreativsten Campern der Welt. Wacken! Festival Camping auf dem Wacken Open Air. Jetzt im Camping Check. Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Camping Check und herzlich willkommen auf dem Wacken. Ich sag euch, das hier wird wahrscheinlich die härteste Camping Check Folge, die wir je gedreht haben, denn das hier ist das weltgrößte Metal Festival und wir haben ein bisschen besondere Herausforderung, weil guckt euch das hier mal an. Das ist die Fango-Packung der Camper. Extreme Wetterlage hier. Das Ganze droht auch ein bisschen zu scheitern, aber es findet statt. Und mit an meiner Seite wie immer ist mein Kamerakumpel, der Lukas. Er ist speziell ausgestattet. Er ist ja auch Camping-Profi. Leute, grüßt euch. Spezielle Aufgaben, spezielle Ausrüstung, natürlich. Wacken, es geht los. Schön, dass ihr dabei seid. Danke. Es war nicht ganz einfach. Wir sind gestern Abend angereist. Wir haben sehr lange gebraucht, weil es auch viel Stau gab wegen dem Wetter. Und alleine die Anreise war schon ein Abenteuer. Echt, guckt euch mal an. Das sieht schwierig aus, Leute. Bisschen Stau jetzt hier. Also das gibt es auf dem Wacken auch nicht so oft, Leute. Es hat so viel geregnet hier und man wird wirklich mit dem Traktor hier drauf gezogen. Oder Trecker oder Schlepper, je nachdem, wo ihr herkommt. Das ist schon ein cooler Service hier. Das sind die ganzen Bauern, die hier wohnen. Wacken hat ja selber nur so um die 2000 Einwohner und die packen alle mit an und so ist jeder eigentlich ein Teil vom Wacken. Danke dir. Gar nicht für. Danke dir. Ja. Servus. Ciao. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Und ihr seht, wir haben es tatsächlich geschafft. Es war nicht ganz einfach und vor allen Dingen die Sonne ist rausgekommen. Es soll aber sehr, sehr wetterunbeständig bleiben. Viel Regen ist vorausgesagt, also es bleibt weiterhin spannend. Und wahrscheinlich habt ihr auch gesehen, diesmal ist nicht mit dabei die Pamela, mein 30 Jahre altes Wohnmobilmädchen. Die Geschichte ist nicht ganz so schön, erzähle ich euch ein bisschen später. Ich habe einen Mietcamper deswegen mitgekriegt, immerhin Metal schwarz. Die gucken wir uns nachher auch nochmal an. Und es geht wirklich schon sehr skurril los, weil unsere Nachbarn, die haben gerade angefangen, den Rasen zu mähen. Guckt euch das an, Leute. Das ist doch wie früher im Kindergarten, oder? Schön mit Matsche spielen. Ach, guck mal an hier. Ich komme aus Kassel. Gute. Moin. Moin, Friso. Ich würde dir gerne die Hand geben, aber... Nehme ich. Nimm's. Natürlich nehme ich die. Wer bist du? Ich bin Valentin. Valentin, hi. Valentin, du hast, ich sehe schon, wir drehen eine Campingsendung. Ja. Wir stehen auf bekloppte Leute. Jetzt hier auf dem Wacken mit dem Rasenmäher. Der Rasenmäher ist sehr wichtig, weil mit dem Rasenmäher, da kriegt man mal das lange Gras ein bisschen kurz und dann hast du weniger so Viehzeug im Zelt. Okay. Weil du hast da richtig viel so Spinnen, so kleine irgendwelche Fliegen und dies und jenes. Und wenn du morgens aus dem Zelt rauskommst und es ist so taufeucht, Ja. also es regnet ja hier wenig, Taufeuchte, ganz wichtiges Problem. Dann hast du auch trockene Füße. Dann kannst du schön mit Flipflops durch die Gegend laufen. Also ein bisschen Luxus wirst du dann doch schon haben. Ja, auf jeden Fall. Ihr seid hier richtig in Zelten. Können wir da mal reingucken? Ja, klar. Wobei, warte mal kurz. Das ist ja... Gute, hi. Moin. Friso, grüß dich, hi. Ja, kriegst du auch meine Hand. Mathieu. Mathieu. Das sind Camper, oder? Hier, das sind echte Camper. Gute, wer bist du? Richtiger Wackenschwamm. Hi. Simon, hi. Hi. Hier, Kühlschrank mit dabei. Ja, natürlich. Ich Man soll seh, sich ja wie zu Hause fühlen. Simon, es riecht hier ein bisschen streng. Ja, es ist ein Pferdeanhänger. Der war bis letzte Woche auch noch in seiner bestimmungsgemäßen Benutzung und wird nur fürs Wackenwochenende zweckentfremdet. Pferd habt ihr zu Hause gelassen? Ja, Pferd haben wir zu Hause gelassen. Das hätte dann nicht mehr reingepasst. Obwohl es natürlich bei den Verhältnissen vielleicht besser gewesen wäre als das ein oder andere Fahrzeug. Aber naja, es hat ein bisschen reingeregnet. Es ist alles ein bisschen nass und zusammen mit den Hinterlassenschaften des Pferdes hat das dann auch auf der Matratze so ein bisschen unangenehmen Geruch hinterlassen. Valentin,
Geht schon gut los, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Wieso? Sag. Ist das die Matratze, die riecht? Ja, das ist die Matratze, die riecht. Möchtest du mal dran riechen? Ja, warte. Aber das ist nicht so schlimm. Boah. Simon hat auch ein bisschen in den Anhänger gepinkelt. Aber wir haben ersatzweise eine Luftmatratze dabei und dementsprechend geht das. Hast du noch irgendwelche Camping-Gadgets dabei? Ich habe eine Aale Wurst dabei. Und wir haben gestern halt auch eine ganze Weile im Stau gestanden. Ja. Das ist schon ein bisschen angefressen. Im Auto. Ist das euer Lufterfrischer? Ja, Wie oft bist du schon hier gewesen? 5-mal. Und hier sind schon die härtesten Camper, oder? Ich denke schon. Ja. Machen wir gut, oder? Valentin, ich danke dir. Ich wünsche euch eine schöne Zeit hier. Wir sind ja jetzt Nachbarn. Und macht's gut, Jungs. Ciao. Oh, guck mal, Lukas, hier, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Durch den Schlamm kommen die Camper nur sehr langsam aufs Gelände. Ausnahmezustand. Der Veranstalter rät sogar schon von einer Anreise ab. Die, die es bereits durch die Matsche geschafft haben, sind schon beim Angrillen und Ancampen. 2 Feuerwehren. Das ist ja schon was Besonderes. Moin, moin! Dürfen wir euch mal stören? Ich bin der Friso vom Camping-Check, Lukas. Wir drehen eine Camping-Sendung und das sieht bei euch schon ziemlich bekloppt aus. Das ist genau das, was wir suchen. Feierabend, ob das Beste kommt. Das kann doch gar nicht sein. Was hast du gesagt? Skull! Skull, Kevin! Wir Wir stoßen. stoßen viel zu wenig an. Ihr seid schon gut dabei. Bier! Immer dranbleiben, weißt du? Immer schön dranbleiben, nicht abreißen lassen. Das ist ja geil. Ihr habt eine eigene Zapfanlage. Ja klar, eigene Zapfanlage, Wir nehmen auch ein Bierchen gerne, oder? 2000 Liter Wasservorrat. Den braucht man zwar dieses Jahr nicht, weil es meistens von oben kommt, aber Das ist krass dieses Jahr, oder? Hammer. Ihr seid abgesoffen fast. Ja, wir hatten Glück gehabt, dass wir so frühzeitig auf die Campingflächen kamen und dass wir hier noch hinkamen. Du siehst ja, wie die Wege jetzt aussehen. Dankeschön. Gerade noch ein bisschen schäumig. Hast du noch eins für Lukas? Warum eine eigene Zapfanlage? Ja, warum nicht? Weil ich wusste, dass du das sagst. Ja. Das war so klar. Warum eigentlich nicht? Wir haben ja Ja. auch ein Klo hier drin. Okay, wo ist das? Warte, ich kann es euch zeigen. Lukas, du musst auf dein Bier noch warten. Das ist extra für mich. Du hast ein eigenes... Ich habe eine eigene Toilette. Super, Bier Das und ist Klo cool. gehören ja auch zusammen. Eben, Was macht das für dich aus, das Wacken? was das für mich ausmacht. Aber ich habe hier einfach ziemlich viel Freude. Ja? Wir hängen hier mit den Leuten zusammen, richtig viel Spaß. Egal ob Rain oder Shine. Ja. Also demnach, ich liebe Wacken. So, jetzt brauchen wir aber noch das Bier für meinen Kameramann. Ja, auf jeden Fall. Wieder andere Seite. Ich warte auf dich, Lukas. Ich trinke nicht allein. Funktioniert. Läuft. Danke Bitte dir, schön, Kameramann. mega. Und wir mal prosten? Ihr Lieben, Komm, wir prosten jetzt. Anna, komm, wir müssen prosten. Wacken! Auf die verrücktesten Camper. Auf die verrücktesten Kameraleute und Reporter. Lukas. Prost, ihr Lieben. Prost. Prost, 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 Prost. Prost. Lukas, Prost. Iron Maiden. Einer der Headliner hier auf dem Wacken Open Air. Ja, cool. Stopp, 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 stopp. Moin, hi. Ich bin Friso, Lukas, wir sind vom Camping-Check. Moin. Könnt ihr uns ein Stück mitnehmen? Ja klar. Echt? Dann, wenn du uns ein Stückchen mitnimmst, wäre cool. Lukas, langsam aufsteigen. Vorsichtig. Wir können losfahren, ja. Ja. Leute, so reist man auf den Wacken. Wenn das nicht Rock'n'Roll ist. Es wird ja immer noch ein bisschen aufgebaut gerade. Deswegen ist es noch nicht überall voll. Wir sind mit die Ersten, die hier am Start sind. Wacken! Woo! Woo! Grüßt euch! Was genau macht ihr beiden denn hier? Wir kontrollieren, dass überall der Strom funktioniert und wenn wir Bescheid kriegen, dass er irgendwo ausfällt, fahren wir dorthin und schauen mal, dass wir das wieder hinkriegen. Mit dem Wasser ist jetzt aber schon ein Problem, oder? Ja, schon, aber es läuft besser als erwartet. Also wir hatten zu Anfang immer noch mal ein paar mehr Ausfälle, aber mittlerweile läuft das ganz gut. Cool. Ja. Super, dass es solche Leute gibt hier. Stopp, reich! Danke euch. Gerne. Dann wünschen wir euch noch viel Spannung, kann man ja sagen. Ne? Also Bleib haut rein. Danke.
Eine gute Zeit. Danke fürs Mitnehmen. Danke, servus. War eine coole Fahrt. Ciao. Das ist krass. Leichenwagen, guck mal hier. Ja, du sagst das Leben so. dazu. Ja, das stimmt. Leider. Moin. Moin. Ist das deiner? Das ist meine, ja. Friso, grüß dich. Moin. Lukas, moin. Das Gute. Moin, hi. Ist das ein Camper? Das ist ein alter Leichenwagen, den wir uns ein bisschen umgebaut haben, dass wir da gut drin schlafen können. Der ist jetzt 40 Jahre alt, mit 87.000 Kilometer auf dem Weg zu den 88.000. Darf ich mal reingucken? Ja, klar. Mach mal. Das ist aber keine Leiche mehr drin. Ne? Meine Frau ruht sich da gerade noch aus. Nee, Leiche nicht. Hi! Sorry, dürfen wir stören? Guten Morgen ist gut. Morgen ist gut, ja. Ihr dürft gern stören. Pennst du die ganze Zeit hier oder was ist los? Naja, nicht für das ganze Festival, aber jetzt gerade, nachdem wir doch eine Weile unterwegs waren. Ey, wie lange war eure Anreise? Von Tür zu Tür waren es knapp 24 Stunden. 24? Warum? Wo kommt ihr her? Südlich von Hamburg. Was? Das ist ja direkt nebenan. Naja, wir standen irgendwie 18 Stunden oder sowas. Habt ihr Angst gehabt, dass es nichts wird mit dem Festival? Ja, schon teilweise. Okay. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich muss sagen, Leute, ich habe schon mal drüber nachgedacht, dass man so ein Teil eigentlich perfekt zum Camper umbauen kann. Aber es ist schon ein komisches Gefühl, oder nicht? Waren ja mal tote Menschen drin jetzt. Also Ja, aber das ist ja Gott sei Dank Kein lange Problem. her. Die sind ja schon lange tot. kein Problem drin zu schlafen. Gemütlich ist es. Ja, hier mit Luftmatratze, das ist cool. Ja, doch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, Mann. Danke. Und ja, schlaf gut. Und was kostet so ein Teil, wenn man den Gebrauch kauft? Der hat mich tatsächlich 4.000 gekostet und H-Kennzeichen schon drauf gehabt. Was natürlich sehr viel Das wert bringt ist. was. Hat mein Wohnmobil zu Hause auch, die Pamela. Was trinkst du denn da? Das ist Apfelwein. Das ist, kommt aus Hessen. Ist Ja, das weiß ich. Wir kommen aus Hessen, deswegen. Ah, du kommst doch aus Hamburg. Ja, zwischen Hamburg und Bremen komme ich her, also da wohnen wir, aber haben uns irgendwann Freunde mal gezeigt und schmeckt das gut. Ja, welcome. So, Kann man gut. so, wir Hessen sind angekommen in der Welt, in Hamburg zumindest schon mal. Das ist schon mal was. Also auch Münchner kennen das, also insofern. Ich sag euch, Apfelwein, Leute, wird die Welt erobern. Echt. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Und Prost. Ciao. Leute, das ist jetzt wirklich krass. Die Zufahrten zu den Campgrounds sind zu. Also hier sind wir ja noch reingefahren. Jetzt ist Ende im Gelände. Also keiner kommt mehr drauf, keine Camper mehr, keine Fahrzeuge. Die Leute werden momentan noch reingelassen. Das klappt noch, aber guckt euch auch die Wege an. Da geht einfach nichts mehr. Das ist wohl mittlerweile der heftigste Campingplatz, den ich auf jeden Fall je gesehen habe. Wacken. I am a man who walks alone, and when I'm walking a dark road at night or strolling through the park. Mama, ich bin im Fernsehen. Ja, moin! Wie lange habt ihr gebraucht für die Anreise? 19 Stunden. 19 Stunden? Ja. Wo kommt ihr her? Aus Gießen, Bad Homburg, das ist die Ecke. Hessen. Ja, wir auch. Ja, auch schön. Ja, das war eine heftige Anreise, ne? Die haben doch jeden Einzelnen haben sie hier mit Treckern reingeschickt. Ja, uns auch. Lebt euer Camper noch? Ja. Nein. Ich habe einen Trecker geküsst. Echt? Der Camper ist gegen den Trepper? Camper nicht, mein Auto. Ist aber Motorhaube und Stoßstange ein bisschen ramponiert, ein bisschen stark. Aber gut, Okay. ist halt so. Nimm mal in Kauf. Echt jetzt? Nicht genervt? Die Alternative wäre gewesen, heimzufahren. Ja. Dann sind wir lieber hier. Solange wir hier sind, können wir halt nicht arbeiten. Die Ne? schleppen uns halt auch wieder raus. Ja. Ich drücke euch die Daumen. Campingpark ist gut Euch auch. organisiert Alles eigentlich. Macht's gut. Ciao. Ciao. Irgendwie. Das Wacken hier in Schleswig-Holstein ist riesig. Über 80.000 Fans werden erwartet. Noch sind viele auf dem Weg. Jetzt dürfen sie nur noch ohne Auto und Camper aufs Gelände. Und das wird immer schlammiger. Kann das größte Metal-Festival der Welt überhaupt wie geplant stattfinden? Die Camper bleiben tapfer. Das ist mal ein Vorzelt, ne? Moin, hi. Mahlzeit. Friso, Lukas vom Campingcheck, moin. Servus. Ist warm heute, gell? Ja. Und vor allem ist es endlich wieder matschig. Gehört zum Wacken schon dazu, oder? Ja, also ist jetzt mein 11. Mal. 11. Mal? Ja, in Folge. Moin. Was hat's mit der Deko hier auf sich? Das ist der Eddie und das ist, wie heißt sie? Erna. Erna. Eddie und Erna, das sind unsere beiden Aufpasser. Dürfen wir reinkommen? Ja klar, können wir reinkommen. Das ist ein Pizzaofen, den haben wir tatsächlich selber gebaut oder selber schweißen lassen von uns. Ja. Morgen haben wir einen Spanferkel und wenn du mal in die Küche gehen willst. Ja. Die Küche, ja? Hoppala, komm mal rein. Moin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Lukas, wir gehen mal in die Küche. Ja genau, komm mal mit. Komm mal mit. Das ist ja krass. Wie viele Leute seid ihr denn? Wir sind um die 30. 30 Leute, wo kommt ihr her? Aus der Nähe von Köln. Deswegen habe ich auch Kölsch-Gläser dabei und wir zapfen uns jetzt erstmal leckeres Kölsch. Was macht für dich das Wacken aus? Tatsächlich hauptsächlich mein Camp, meine Freunde, meine Leute. Weniger die Musik? Also normalerweise bin ich wirklich für das Camp hier. Das ist mein Jahresurlaub für meine Leute. Und wir haben halt einfach Spaß an der Freude. Und deswegen investieren wir halt auch entsprechend, um halt so ein geiles Camp zu haben. Genau, aber jetzt nehmen wir erstmal ein Bier. Danke, Kölsch bitte. Das ist, ja, genau, das ist Hast du jetzt gerade nicht einen großen Fehler gemacht? Herzlichen Dank. Aber ich hab's immerhin als Bier bezeichnet. Prost auf euch. Aus Wacken. Prost, Luki. Aber lecker, du. Das ist gut, ne? Ja. Vor allem endlich mal wieder Matsch in Wacken. Das war ja die letzten Jahre kaum zu ertragen. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die das lieben. Das ist... Moin! Moin! Wo kommt ihr beiden her? Aus der Gegend von Köln, südlich. Neukirchen-Seelscheid, auch in der Nähe von Köln. Warum Wacken? Warum Camping? Naja, weil es Spaß macht, würde ich sagen. Warum Wacken? Weil es geile Leute sind, weil alles total entspannt ist, weil alle sagen, ey, du kannst so sein, wie du bist. Das finde ich total entspannend und mega. Und Camping, ich muss sagen, wir machen halt Glamping, ne? Mehr oder weniger. Wir waren gerade schon drin, ja. Ja, habt ihr gesehen, ne? Ja, ja. Wir haben ein mega geiles Zelt. Wir haben ein Küchenzelt, wir haben richtig geiles Essen. Also wir machen halt nicht nur Ravioli aus der Dose. Das ist richtig nice. Bist du eher auf dem Infield oder eher Camping? Also ich bin eigentlich total Infield. Also dieses Jahr ist halt irgendwie ein bisschen, wir gucken mal, wie es ab morgen wird. Ne? Okay. Aber eigentlich bin ich total pro Band. Ja. Mein Mann, der fährt seit 21 Jahren nach Wacken. Nicht Der dein Ernst? Doch, der ist pro Camp. Moment, danke dir. Warte. Du bist seit 21 Jahren hier. Ja, das ist mein 21. Jahr, ja. Friso, grüß dich, hi. Moin, Stefan. Darf ich? Hi, Stefan? Grüß dich. Hi, moin. Was hast du denn da alles? Das sind meine Bändchen. Meine Bändchen alle, ja. Warum 21 Jahre? Ich habe es 2001 mit 17 angefangen und habe es so genossen hier. Ich bin damals nur mit einem Zelt und mit noch nicht mal einem Grill hier hingekommen. Mich haben die Leute hier aufgenommen. Ich habe alles von Nachbarn bekommen. Ich konnte mit denen essen, ich konnte mit denen trinken und habe immer wieder gesagt, geil, das ist toll, das ist genau eine Gemeinschaft, ohne dass du dich kennst. Das ist einfach schön, das will ich auch machen und das versuchen wir auch weiterzugeben. Das heißt, wir werden natürlich immer größer, wir sind 30 Leute, wir sind immer größer geworden, wir haben mittlerweile unheimlich viel Zeug mit und trotzdem ist so, wenn jemand campt, also wir haben es gestern schon gemacht, ein Generator von den Nachbarn ist gestorben, die haben unseren Ersatzgenerator gekriegt. Ersatzgenerator, muss man ja haben, ne? Muss man haben. Ja, der Trend geht zum Ersatzgenerator. Genau. Wenn irgendwer was braucht oder so und kommt vorbei oder wir haben genug Essen da, immer dann können die mitessen und mittrinken. Das ist überhaupt kein Problem. Das klingt jetzt ein bisschen so, bist du wegen der Musik hier oder wegen dem Camping? Also ich bin natürlich anfangs wegen der Musik hergekommen vor den Jahren, aber ich muss ganz ehrlich auch gestehen, ich war eine ganze Zeit lang, ich glaube 6 Jahre lang nicht im Infield. Also da, wo die Bands spielen, genau, ne? Genau. Bin im Prinzip hier. Nur hier? Ja, weil das ist das, was ich eigentlich will und was für mich Wacken ausmacht. Also dieses Campinggelände ist genau das. Leute, wir haben ihn gefunden, einer der härtesten Camper hier. Ja. Sehr sympathisch. Danke, sehr schön. Wie lange willst du es noch machen? Bis ich umfalle. Wacken forever. Ja. Den werden wir noch ein paar Mal sehen. Ich sag's euch. Ich danke euch. Danke. Pass auf dich auf, Mann. Bleib gesund. Ciao. Irre. Leute, das ist jetzt krass. Das gab es auch noch nie beim Wacken Open Air. Es ist tatsächlich absoluter Einlassstopp. Also das heißt nicht nur, man darf mit den Fahrzeugen nicht mehr auf die Campgrounds, sondern man darf gar nicht mehr drauf, auch die Person nicht mehr. Das bedeutet, alle, die jetzt zu Hause sind, die kommen auch nicht mehr drauf, die vielleicht irgendwo stehen, die kommen nicht mehr drauf. Die Leute, die drauf sind, die können sich wirklich glücklich schätzen, aber wahrscheinlich fehlen da auch ein paar Freunde und so, die nicht dabei sein dürfen. Diese Bedingungen gab es noch nie beim Wacken Open Air und ja, vielleicht ist auch eine kleine Ehre, dass wir zumindest mit dabei sein dürfen. Ich hoffe, die Stimmung bleibt auf jeden Fall gut, ihr Lieben. Fear of the dark, fear of the dark. Moin, hi. Hallo.
Wie lange habt ihr gebraucht? English, please. You speak English, okay. Yes. Where are you from? Finland. Finland, okay. How is it here? Amazing. Yeah? Yes? It's nice and muddy. It's nice and muddy? Good Oh, yeah. workout. Yeah. I'm having a good time. Yeah. Yes? No problem? Nah. Okay. Could be worse. Always worse. Okay. Yeah. Have a nice day. You too. And 1, 2, 3. So sieht's mal aus. Thank you. Das ist cool, dass man auf dem Wacken auch noch so Sachen findet, die man noch nie gesehen hat. Das ist doch ein Ford Mustang Wohnwagen, oder? Also es sieht auf jeden Fall genauso aus. Also wie ein Ford Mustang. Ich habe jetzt noch nie einen Ford Mustang Wohnwagen gesehen. Guck mal, Luki, Essen gab es auch schon. Was ein schickes Teil. Guck hier. Klopfen. Klopfen ist ja nicht verboten. Es wackelt. Wackelt alles. Es wackelt. Da. Hey, es wackelt auf dem Wacken. Moin. Alles gut. Wackelt. Ja, sehr schön. Was bist du denn für einer? Grüß dich, Friso. Ja, Friso, Manfred. Manfred. Ja. Manfred, dürfen wir mal reingucken? Ja, klar, warte, ich geh mal raus. Nee, bleib du mal drin, wir kommen mit rein, du. Du, wir nehmen nicht so viel Platz weg, wir sind ganz kompakt. Ich setz mich hier mal hin, so. Das ist zwar, nee. Was ist denn das für ein... Das ist mein Bett, ne? Was ist denn das für ein geiles Teil? Ja, das habe ich mir eigentlich geliehen von meinem Arbeitskollegen. Ja, aber ist das ein Ford Mustang-Anhänger? Ja, angeblich ist das ein Ford Mustang-Anhänger. Der hat auch noch einen Ford Mustang in der Garage stehen. Da bindet der den hinter manchmal. Du bist nicht das erste Mal auf dem Wacken? Nee, wir sind jetzt das 10. Jahr. Also ich bin froh, dass ich das noch mitmachen kann. Ne? Ich habe ja auch schon ein gesetztes Alter jetzt. Ne? Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 73 jetzt. Ne? 73? Ja, und bin froh, dass ich da mit den Kollegen noch immer mitkommen darf und so. Ne? Kann man sagen, dass du wirst noch akzeptiert, meinst du? Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle, auf alle Fälle, ja. Glaubst du, es hält jung, so campen und Wacken? Doch, das hält jung. Ja, und man ist in Bewegung, ne? Man muss laufen. Ja. Man läuft so ein paar Kilometer am Tag, bis man am Infield ist. Ne? Ja. Da, wo die Bands auftreten. Wo die Bands auftreten. Und dann muss man sich da schon den ganzen Tag aufhalten und dann wieder zurück. Und das hält schon ganz schön fit. Na, dann wünsche ich dir eine schöne Zeit, Mann. Ja. Ja, und hier, du hast wahrscheinlich den schnellsten Camper im Ford Mustang. Geiles Teil. Ja, alles klar. Pass auf dich auf. Ja, schönen Dank für euren Besuch. Ne? Danke dir, ciao. Tschüss. Wir sind auf dem Farmers Market. Das ist im Prinzip so eine Area, wo man sich mit Essen versorgen kann. Also entweder was zum Mitnehmen, zum selber grillen oder halt auch zum hier Essen. Und ich habe was ziemlich Cooles gefunden. So ein kleiner Geheimtipp, glaube ich. Ich habe schon mal was für uns bestellt, Luki. Damit sie hier am Leben bleibt. Pass mal auf. Gute, hi. Hi. Ich bin's wieder. Ich habe ja gerade bestellt bei dir den Burger. Und die No Chicken Bowl, hast du gesagt. Also ne? ohne Chicken und der Burger ohne Fleisch. Was ist drin? Im Burger ist Erbse drin und im Hähnchen auch. Das heißt, wir machen Erbsen als Fleisch erlebbar. Was kriegst du von mir? Du, ich krieg von dir zweimal 4 €. Okay. Pass auf, wir tippen es kurz ins Cashless Payment. So. Man lädt hier im Prinzip die Wände auf mit Cash und da kann man hier überall bezahlen. Genau. Wir tippen einmal drauf, Katsching und schon ist das Ding erledigt. Das ist jetzt für 2 Mahlzeiten auf dem Festival ziemlich günstig, finde ich, 8 €. Also für jedes 4. Warum ist das so? Du, wir haben die Preise bewusst ein bisschen tiefer gehalten, um den ein oder anderen Fleischfresser vielleicht auch mal dazu zu kriegen, aufgrund des Preises zuzuschlagen und unsere Produkte kennenzulernen. Okay, alles klar. Dann gib mal her damit. Gib mal her damit, dann lassen wir es mal knacken. So, da haben wir den Burger für euch und unsere No Chicken Bowl. Lasst es euch gut schmecken. Das sieht sehr lecker aus. Danke. Sehr gerne. Luki. Peace and out. Darfst du es? Wow, okay. Das jetzt mal, was willst du haben? Ich nehme die Chicken Bowl. Das sieht aber echt lecker aus. Oder? Sieht gut aus, oder? Ja, nice. Oder? Ich sag euch gleich, wie es schmeckt. Ja, lass dir schmecken, Friso. Danke. Sieht sehr lecker aus. Ist wirklich lecker. Das ist gut. Echt. Lecker? Locker. Sehr lecker. Und, schmeckt euch? Ist geil. Wirklich.
Geht auch ohne Fleisch, Faire ne? Sache, ja. Und warum vor allem das echte Metal-Brötchen hier? Ja, na klar. Sehr gut. Danke dir. Mit Aktivkohle gefärbt, alles richtig. Danke. Gerne. Guck, alter LT. Perfekt zum Ausbauen auch. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Hi, ich bin Friso vom Campingcheck, das ist Lukas. Servus, Wer bist du? Moin, Pascal. Warum Schlagzeug? Warum nicht? Ja, ganz einfach. Das ist eine sehr gute Frage, echt. Ja, aus Altteilen ein bisschen zusammengebaut, was wir so rumliegen hatten. Ne? Und ja, willst du mal anspielen oder was? Ja, also ich würde es versuchen. Echt jetzt? Probier, soll ich halten? Ja, halt mal. Ich kann das ja nicht. Mein bester Freund Stefan, der spielt Schlagzeug. Geil! Danke, Mann. Sehr gerne, sehr gerne. Ihr könnt es wahrscheinlich besser. Ja, komm. Nein, das war wirklich. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, ciao. Jetzt wird's spannend. Moin. Läuft mit dem Feuer? Nee, noch nicht so wirklich. Nee. Servus, Also, Gute. Friso, grüß dich, hi. Lukas. 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 Du auch, Lukas? Ja. Ja, dann Mal hier, Leute, alles klar. Ja, wir wollen mal ein bisschen hier ein paar Nacken auf den Grill schmeißen. Wir haben ein bisschen Knast, ne? Das ist halt wir haben ein bisschen Knasten, ne? Wir haben ein bisschen Hunger. hungrig, ne? Wir müssen was essen. Was habt ihr denn da? Ist das ein Bauwagen, sag mal? Ja, das ist ein Bauwagen. Hallo, grüßt euch. Moin, moin, moin. Das war früher mal eine Maurerbude. Den haben wir komplett umgebaut. Der wurde komplett einmal kernsaniert. Cool. Was ist da drin? Da drin ist Aufenthaltsbereich. Aufenthaltsbereich. Die Klinke. Ja, da drüben ist ein Schlüssel drauf. Dann müsst ihr euch den Fußboden angucken. Viel aufgeräumt ist hier nicht drin. Das macht doch nichts. Das ist ein Baum aus dem eigenen Garten als Tisch. Regal. Alles selber gemacht. Das ist alles selber. Das ist ja cool. Das ist Das schön. haben wir alles in Handarbeit. Ist das bezahlt für so einen Anhänger? 2 Kisten Bier. Ja, das ist nicht dein Ernst. Doch, wir kommen vom Dorf. Da steht überall in der Ecke irgendwas rum. Wir haben auch ein Buch darüber, wie der mal aussah. So sah er am Anfang aus. Abgefahrener Scheiß. Der hat echt, wie gesagt, also da lag die Bildzeitung drunter. Ne, der war überall angestoßen. Da ist noch die Original-Bildzeitung drin gewesen von 94, so wie er da halb abgestellt worden ist. Und dann haben wir ihn nach und nach umgebaut mit ordentlich Diebe. Hast du irgendwie noch eine Besonderheit hier dran? Ich frage das, weil manchmal gibt es ja so ein paar Sachen, die man nicht so auf den ersten Blick sieht. Was besonders ist, das sehen wir auf dem Fußboden. Ja. Und zwar sind das hier die Original Coca-Cola-Deckel, die in diesem Bauwagen drinnen lagen. Die, ne? Und dann hier halb Original Oldesloher Korn. Das ist cool. Das ist halt, ja, das siehst du halt nicht auf dem Anhieb. Nee, super. Schick. Ne? Mann, ich Drüben ist halt laminiert. Ja. Wir haben Solar, wir sind autark. Jetzt Solar. Wo hast du denn Solar? Auf der Rückseite. Zeig mal. Hier lang? Ja. Sehr cool. Ja. Es kommen immer neue Ideen. Das wird halt weitergebaut. Ja. Cool. Ich danke dir, Mann. Ich gebe dir jetzt. Scheißegal. Bist nicht der Weißt Erste. du, ganz ehrlich, Ja. ist ja egal, wo du hingehst. Du wirst dreckig. Ich wünsche dir was. Pass auf dich auf. Danke, dass wir gucken durften. Und dann ist es endlich soweit. Die erste Band soll gleich das Festival eröffnen. Wir sind etwas früher dran und sind beim Soundcheck dabei. Zumindest denke ich das zu dem Zeitpunkt noch. Es geht los, ihr Lieben. Das sind sie, die Wacken Firefighters. Das ist die Feuerwehr von Wacken. Die eröffnen immer hier. Geil, oder? Wie kann man die Songs hier? Wie geil ist das denn? Entschuldigung, ich bin der Frido vom Campingcheck. Darf ich mal kurz fragen, sowas Geländegängiges habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das ist ein sogenannter Swiss-Truck. Ein Swiss-Truck? Ja, und das ist ein Rollstuhl mit dickeren Reifen halt, ne? Ein richtiger Offroad-Rollstuhl. Ja. Wie kommen Sie zurecht jetzt hier auf dem Wagen? Ist schon schwierig, oder? Ja, braucht schon 5, 6 Leute, die mir da helfen noch. Aber packen alle mit an? Ja, alle mit an. Ich wünsche dir viel Spaß, Mann. Jo, danke. Wacken! Jo, Wacken! Die Firefighters, Leute!
liebe Freunde, wir müssen jetzt weg, das ist genau das Problem, Leute. Wir müssen jetzt weg, das ist leider Gottes kein Aprilscherz. Das war's tatsächlich schon von unserem Auftritt heute. Also tatsächlich war es das jetzt schon. Das hängt wohl damit zusammen, dass die hier dann doch nicht auftreten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das gab es beim Wacken, glaube ich, auch noch nicht. Wir haben es aber gesehen, also durch Zufall jetzt tatsächlich. Und auch auf den Hauptbühnen bleibt es still. Die Auftritte der ersten Bands werden auch hier abgesagt. Es ist wohl einfach zu viel Schlamm. Die Sicherheit und Versorgung der Fans geht erstmal vor. Steht das Festival schon wieder auf der Kippe? So, hier muss es irgendwo sein, Lukas. Ja. Alexander und Birgit, die haben mich angeschrieben auf Insta, da findet ihr mich einfach unter Friso Richter. Ich freue mich immer, wenn wir in Kontakt sind unter Campern. Und die haben gesagt, die haben auch den Weg gefunden hierhin. Und der war gar nicht mal so ganz einfach. Hallo? Die sind beschäftigt. Moin, wir suchen Alexander und Birgit. Das seid ihr, hi, grüßt euch, hi, moin. Schön, dass wir euch endlich gefunden haben, das war nicht ganz einfach. Ihr habt da schon kräftig Bauchbeine Po hinter euch. Die Matsche, das ist echt schwierig, aber hier, was ein Outfit. Das ist was, ein Müllbeutel, ein gelber Sack. Ja, und hier blauer Engel, ne? Ja, alles hier ganz biologisch. Du, sag, womit seid ihr hier? Hier, schau, dort. Dann gehen wir rüber. Wie war die Anreise? Katastrophe. Katastrophe? Katastrophe. Wir haben irgendwie 12 Stunden für 10 Kilometer gebraucht. Die letzten 10 Kilometer? Die letzten 10 Kilometer bis hierher, ja. 12 Stunden? Ja. Aber wir hatten ja Kaffee dabei. Ja. War cool, ne? Das ist ja geil. Seid ihr so Hardcore-Fans hier? Ja, doch, gerne. Also es ist unser Hobby. Konzerte. Auf Konzerte zu gehen. Und wir sind auch vom Musikgeschmack her schon sehr gemischt. Wie ist denn das für euch jetzt, dieses ganze Warten und so weiter, dass es hier weitergeht und fühlt euch gut informiert gerade? Ja, also wir hätten gerne mehr Informationen. Ja. Auf der anderen Seite verstehen wir ja bei jedem, der hier arbeitet, die haben genug zu tun. Ne? Absolut, ja. So, und die Stimmung ist super. Also wir haben bis jetzt noch niemanden getroffen, der schlecht gestimmt ist. Es gibt keinen Stress, nichts. Also wir sind ja alle froh, dass wir auch da sind. Ja. Und wir gucken, was auf uns zukommt. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Bad Hersfeld, Werder. Hessen! Ja! So, da sind sie. Das ist natürlich praktisch in der Matsche hier. So ein Ansaugrüssel hier, der Luftfilter. Da kannst du bis hier durch die Matsche Der fahren. war bis oben, siehst du ja da die Kante. Ne? Ja, natürlich. Bis da wart ihr in der Matsche. Ja, guck dir die Pfützen an. Ne? Ja, also wir waren schon ziemlich tief drin. Das ist krass, oder? Ja. Was ist das für ein Teil? Das ist unsere Dusche. Oh, zeig mal. Ja. Eine Outdoor-Dusche, das ist natürlich hier auf dem Wacken. Ja. Leute, da gibt es überall im Prinzip so Zelte, da kannst du mit ganz vielen Leuten zusammen duschen. Das kann man gut machen, aber das ist natürlich hier, das ist ja praktisch. Ja, die Idee haben wir von Freunden aus Südafrika, aus Kapstadt, Martin und Günther. Die haben uns auf die Idee gebracht. Die gucken übrigens in Kapstadt jede Serie von euch. Totale Fans. Also ich grüße mal ganz kurz hier Martin Günther. Wir haben Zuschauer in Kapstadt. Ja, natürlich. Ich habe schon viele Länder gehört, Kapstadt ist jetzt neu. Das Da ist ja regt cool. mich die Frage auf, weltweit seid ihr bekannt? Natürlich. Liebe Grüße nach Kapstadt. Also ihr Lieben, vielen Dank. Ja, gerne. Rockt weiter. Ja. Passt auf euch auf. Danke. Feiert noch schön. Ja, und kommt viel wieder Spaß gut nach Hause. Danke euch. Ciao. Ciao, ciao. Wir sehen uns auf Insta. Ciao. Ciao. Ja, Pamela. Pamela, das tut weh, ja. Es tut weh. Ach Mann. Ja. So ihr Lieben, mein Mietcamper, ich habe den noch mal so ein bisschen umgeparkt, damit ich ein bisschen besser stehe. Ich wollte euch noch sagen, warum die Pamela nicht dabei ist. Und das ist wirklich eine ganz, ganz doofe Geschichte, weil für uns war eigentlich klar, für mich und Lukas, dass die Pamela auf jeden Fall dabei ist, das Rock'n'Roll Hotel. Und das Problem ist, sie hat einiges an Öl verloren und ich bin dann mit ihr in die Werkstatt. Es ist nicht ganz klar, was es ist, aber ich darf damit auf keinen Fall weiterfahren, haben die gesagt. Es kann einfach zum kapitalen Motorschaden führen. Auf der anderen Seite muss ich euch echt sagen, wenn ich vorher gewusst hätte, dass das hier so aussieht, das hätte die, glaube ich, auch einfach nicht überlebt. Und ihr wisst, sie ist 30 Jahre alt. Da müssen wir schon mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich zeige euch aber mal kurz, worin ich jetzt schlafe hier. Wie gesagt, immerhin haben wir es geschafft, in Metal Schwarz was zu kriegen. Und es ist schon verboten luxuriös, sag ich mal beinahe. Also jetzt für diese Verhältnisse, ihr wisst, was ich meine. Ich habe genug Platz. Bin hier, Elchi ist übrigens mit dabei. Der Name ist geblieben. Und ja, schlafen. Gut, in der Pamela habe ich ein bisschen mehr Platz, ehrlich gesagt. Und es ist die Pamela, ihr wisst, was ich meine. Ich habe aber hier einen riesengroßen Vorteil. Ihr wisst, bei der Pamela ist die Dusche kaputt. Hier ist eine drin.
Und das ist aber ein bisschen spannend, ehrlich gesagt. Ich zeige euch das mal kurz. Das hier ist der Duschkopf, den hängt man einfach oben ein. Das ist alles noch gut. Ich habe sogar Warmwasserboiler, das darf echt keiner hören. Aber das ist hier dann wird es sportlich. Diesen Vorhang muss man um sich rumwickeln. Und ich sage euch dann eins, der pappt fest beim Duschen. Also ich werde von diesem Duschvorhang umarmt. Sehr kuschelig. Und dann passiert das, worauf alle gewartet haben. Das Festival startet. Die Bands dürfen spielen. Eine von ihnen, Saltatio Mortis. Leute, wir sind hier im Wackinger Village. Hier geht es schon gut ab. Hier gibt es alles rund um Wikingerleben. Hier kannst du was essen, dich versorgen. Hier gibt es Showkämpfe. Und vor allem Dingen, die campen, und das ist für uns interessant, wie Wikinger hier. So, Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin Friso, Lukas. Moin, hi. Moin. Ich habe gehört, ihr kämpft wie Wikinger? Wir kämpfen wie Wikinger, hoffen wir. Ja. Und wir campen auch so ein bisschen wie Wikinger, ja. Könnt ihr mir was zeigen von eurem Kampf? Ja, okay. Oha. Seid ihr verheiratet? Ja. Ja. Noch? Und so löst ihr Konflikte zu Hause? Das ist ja geil. Also, wir sind da gleichberechtigt. Hast du auch mal Lust? Ja. Wie fühlt es sich an? Super, sehr gut. Hat man gleich ein ganz anderes Feeling, ne? Ja. So, Handschuhe habe ich auch schon mal. Ja, da kannst so. du auch einen Zelthering mit reinkloppen übrigens hier, mit den Nieten. Ganz runter. Ganz Das ist runter. Wenn der Schlag kommt, vorbeirutscht, damit die Hand nicht kaputt geht. Damit die Hand nicht kaputt geht. Genau. Ich habe ein bisschen Angst um dich, Friso. So, wollen wir schauen. Okay. Kopf. Jo, das wird Das macht langsam. Spaß, du. Und das läuft bei euch zu Hause auch immer so? Ja, wir haben kürzere Messer. Darf ich mich dann auch wehren, oder? Dafür musst du einen Kurs belegen. Okay, okay. Gibt es bei der Volkshochschule hier bei uns im Norden oben. Echt? Bei der Volkshochschule? Ja, kannst du einen Kurs belegen und am Ende machst du eine Prüfung. Und dann bist du Mitglied der Schule für mittelalterlichen Schwertschaukampf. Warum macht ihr das? Ist so geil, es macht so einen Spaß. Es ist wirklich geil. Also es macht echt tierisch viel Spaß. Was macht ihr beruflich? Oh, ich bin Empfangssekretärin. Und du? Ich baue Schiffe. Du baust Schiffe? Ja, genau. Ja, In Hamburg. ein echter Wikinger hier. Ja. Gib dein Schwert zurück. Danke. Ihr campt hier. Jawohl. Ja. Dürfen wir uns das mal angucken, weil das ist das, wo es jetzt spannend wird für uns. Ja, alles klar. Ja? Sehr gerne. Komm Sehr mal cool. mit. Geil. So, hier seht ihr unser mittelalterliches Zuhause. Das ist ja cool. Da hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Ich habe ja jetzt so ein bisschen mit dem Schwertkampf Blut geleckt. Willst du mal einen Blick reinwerfen, wie wir so leben? Unbedingt, unbedingt. Bitte? Dürfen wir? Nach dir, na klar. Komm, Lukas, nach dir bitte. Wow. Und hier geht's weiter. Da geht's weiter, ihr dürft die Vorhänge zurück machen. Das ist ja ein bisschen wie... Oh, Da ja, ein schlafen Bett. wir. Das ist aber nicht Wikinger-like. Ja, es ist ein tatsächlich auf Wikingerart gebautes Steckbett. Ach, das gab's Das ist früher? alles aneinander gesteckt, da sind keine Schrauben verwendet worden oder irgendwas. So haben die Wird Wikinger auch geschlafen? Tatsächlich, die haben sich Betten zusammengesteckt. Da waren ja eigentlich die Wikinger schon die besseren Camper, oder? Auf jeden Fall. Aber hier campt ihr tatsächlich auch drin. Ja, Ja, wir ja. schlafen hier ist wundervoll. Die ganze Raumhöhe hier, bei Regen besonders. Was ist besser, modernes Campen oder so Mittelalter? Mittelaltercamp. Also das Mittelalter, das ist ja das alte Campen mit Baumwollzelten und es ist einfach so, die Baumwolle ist besser als Synthetik. Jetzt das moderne. Ja, dann vielen Dank, dass wir mal gucken durften. Also es hat richtig Spaß Sehr gemacht. gerne. Und danke fürs Kämpfen. Ja, Also ich sehr gerne. habe verloren, ich muss ganz ehrlich sagen. Aber ich durfte mich auch nicht wehren. Nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nächstes Mal komme ich mit ein bisschen Training zurück. Ja, Genau, dann genau. übst du ein bisschen und dann Ja. machen wir das nochmal. Trainiere ich dich mal ein bisschen, Friso. So sieht's aus. Super. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Dankeschön. Danke, Vielen Dank. danke. Gibt's einen Wikingerruf? Oh, jetzt in Wacken ist es natürlich Wacken! Währenddessen rocken Killswitch Engage die Bühne. Und Two Steps from Hell. Wir sind hier in der Wasteland Area, also hier ist alles so ein bisschen Endzeitstimmungsmäßig.
Hallo. Was bist du denn für ein Bekloppter? Ja, ein Dummer. Biertrinker. Was ist denn das? Das ist ein Dosenhut. Wie viele Dosen sind das? 272. Wie lange hast du getrunken? Etliche Wochen. Bist du auch hier zum Campen? Ja. Und wie gefällt dir dies hier? Einmal frei, alles gut. Matsch, egal. Läuft. Läuft. Ja, Sonne, dann- ab und zu, Sonne, alles klar, läuft. Dann viel Spaß damit. Jo, alles klar. Den baue ich nach. Ja, mach das. Echt cool, oder? Übrigens, hier in der Wasteland Area soll er irgendwo stehen. Der wohl rockigste Camper. Das ist schon cool hier. Hi. Entschuldigung, wir suchen den Peter. Den Peter, der ist da hinten, glaube ich. Schickes Kostüm übrigens. Peter, bist du Peter? Ja, moin. Grüß dich, Friso, hi. Hi. Ich habe gehört, du hast einen wirklich kranken Camper. Ja, wenn man den als krank bezeichnen will. Auf jeden Fall, das ist ja ein irre Teil. Ja. Wie kommst du auf die Idee, einen Camper so auszubauen? Ich meine, das ist ja jetzt, das habe ich echt noch nicht gesehen. Diese schneeweißen Dinger, das kann ja auch irgendwie jeder. Das ist aber jetzt nicht nur ein Showauto? Nein, den fahre ich ganz normal im Alltag, fahren damit in den Urlaub, also mit meiner Freundin und all so Sachen. Und Kriegen die Leute Angst, wenn die dich sehen? ja, macht auf jeden Fall lustige Blicke. Bist aber ein netter Typ auf jeden Fall. Ja, danke schön. Cooles Teil, wirklich. Ich danke. Ja. Moment, was ist das? Das ist meine Dusche. Da macht man an, Batterien sind dann vielleicht nicht mehr so voll. Mal gucken, ob mal Wasser drin ist. Hier. Dann kann ich mich hier schön nass platschen und dann möchte ich mich schön von dem Dreck sauber machen hier. Geile Sache. Peter, ich danke dir. Hau rein. Ja, gerne. Ciao, ciao. Leute, wir sind Backstage zwischen den beiden Hauptbühnen, der Faster und der Harder Stage. Das hat einen ganz besonderen Grund, weil ihr wisst ja, ihr könnt mir immer eine Mail schreiben an campingcheck@hr.de. Und einer, der das getan hat, ist einer der beiden Gründer hier. Das ist Holger Hübner und mit dem sind wir jetzt verabredet. Leute, Backstage. Moin, moin. Moin. Servus. Grüß dich, Holger. Hi. Servus. Moin. Wieso? Hi. Na? Holger, du hast mir eine Mail geschrieben. Ich soll kommen. Mit Genau. Lukas. Warum? Ja, weil ich die Sendung gut finde. Und fand ich ganz cool, weil es auch gut passt auch zu unserem Festival ja auch. Wir haben natürlich anderes Camping hier, anderes Glamping hier. Haben wir gesehen, Wie ja. du das eben auch auf deinen Plätzen hier erlebst ja auch. Ja, genau. Also daher passt das ganz gut, vielleicht mal hier mal eine Reportage machen, wo du normalerweise auch, sag ich mal, das härteste mit kriegst überhaupt Camping, was überhaupt geht. Ich glaube, mehr geht auch gar nicht. Jetzt hast du es ja auch mega erlebt ja auch normal, weil mehr geht auch jetzt gar nicht, wie es jetzt kommt. Wir hatten 5 Tage gelaufen, ist vom Wetter her. Naja, und da passt das eben ganz gut vielleicht. Absolut. Wollt ihr mal rausschauen? Dürfen wir rauskommen? Ja, ich habe gerade mal geklärt, wir können mal gerne mal rausschauen über die. Ist ja schon eine Menge Matsch. Ja, schon. Hast du es denn so schon mal erlebt? Ich meine, 33 Jahre machst du das jetzt? Wir mussten eigentlich durch leider Leute nach Hause schicken. Das ist natürlich total bitter und nervt ja auch und frustriert ja auch, weil wir reden ja nicht nur von Fans, wir reden ja auch von Bands, die auch von weltweit herkommen, hereinfliegen wollten und so weiter. Aber natürlich einige nicht mitfeiern können. Sprich, wir reden ja von Drittel, ja. Dann ist es einfach scheiße, brauchen wir nicht überreden. Und das tut uns auch weh, da sind wir auch echt traurig, dass es ist. Bist du selber Camper eigentlich? Also ich bin kein Dauercamper, also keiner, der jetzt immer campt, aber ich bin zwischendurch mal, fahre ich dann mal los mit meiner Frau eben auch. Hab mir auch mal so ein kleines Stick geholt irgendwann, aber ich bin nicht jedes Mal unterwegs und so weiter. Aber ich finde es cool. Danke, dass wir mal gucken Ja, dürfen. danke, dass ihr seid, dass ihr auch genommen habt auf den, sag ich mal, inzwischen jetzt ja auch das härteste Festival. Ja. Nicht nur das lauteste, das härteste. Und die härtesten Camper. Holger, pass auf dich auf. Ja, du auch, komm gut nach Hause. Alles Gute. So, ihr Lieben, das war's mit dem Campingcheck vom Wacken. Und ich würde sagen, wir haben sie wirklich gefunden, oder? Die härtesten Camper der Welt. Also auf jeden Fall war es bis jetzt so das Härteste, was wir erlebt haben. Auf jeden Fall geballt an so einem Ort. Es hat wirklich sau viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lukas, war anstrengend, aber war cool, oder? Ja, Leute, es war schon der Hammer hier. Aber geile Folge. Das war der Rock'n'Roll Camping-Check. Und ich würde sagen, wir gehen wieder weiterdrehen, Lukas. Neue Folge vom Camping-Check für euch. Es geht definitiv weiter. Eine Sache bleibt allerdings spannend und ich hoffe einfach, erstens, wir kommen hier raus mit dem Fahrzeug und zweitens, dass bei der nächsten Folge die Pamela wieder dabei ist. Das würde mich wirklich freuen und ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Also, bleibt schon. uns treu. Ja, ich hoffe auch wirklich. Bleibt uns treu. War schon eine coole Sache, Lukas, oder? Ciao, macht's gut, bis bald. Bye, bye. Ciao, ciao. Knock, knock, knocking on